Ja, hast du Stress? Schlimmer noch, Hochzeitsvorbereitung. Das klingt gruselig. Helena, ich dachte, du wärst mit Andi in Paris. Würdest du mit mir verreisen? Du bist nicht unbedingt die spontanste. Oh mein Gott. Andi hat recht. Ist echt verrückt, aber großartig. Dana? Marlene. Diamanten. Sie bilden sich im Erdmantel, unter hohem Druck, bei Temperaturen von über 1500 Grad. Über Millionen von Jahren. Geformt durch nichts weiter als den Lauf der Welt. Man kann ihren Wert einfach bemessen. Es geht um Gewicht, Farbe, Reinheit und Schliff. Danach weiß man, was ein Stein wert ist. Oder auch nicht. Ist der echt? Aus echtem Kristallglas. Von dem abgezocktesten Diamantenhändler der Welt. Ich habe mir gedacht, wir geben uns heute noch mal einen ganz entspannten Tag, bevor morgen der Wahnsinn losbricht. Von wegen. Wir heiraten in 2 Tagen und wir haben noch 1000 Dinge zu erledigen. Und morgen kommen meine Eltern. Eben, morgen. Auch für Menschen gibt es Kriterien, nach denen man sie einordnet. Verlässlichkeit, Treue und vor allem die Fähigkeit zu lieben. Überraschung. Der Butler wollte uns erst aufhalten, aber ich konnte ihn überzeugen, dass wir hier genau richtig sind. Oh, das ist ja der Hammer. Wenn man bereit ist, sich an einen Menschen zu binden, wird man darin immer wieder geprüft und geformt. Nicht durch Millionen von Jahren, sondern durch das Leben. Tja, Schwiegereltern kommen immer im richtigen Moment. Und dann folgt der Härtetest. Marlene hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Nur Gutes, hoffe ich. Ihr hättet aber vorher wenigstens anrufen können. Aber du weißt doch, wie dein Vater ist. Ja, früher fand ich sie auch witzig. Also, da sind sie. Meine Mama Victoria und mein Papa, den wir alle lieben, obwohl er immer unangekündigt zu Besuch kommt. Tja, sonst ist es ja auch langweilig, oder? Freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Freut mich auch. Sie sind also Diamantenhändler. Ich habe Anteile an einer Mine, aber zurzeit leite ich den Rennstall. Sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber welcher Job ist es nicht? Wie läuft's denn bei Ihnen im Forst? Der Wald steht meistens still und schweigt. Schatz, was hältst du davon, wenn wir schon mal zum Wagen gehen und unsere Koffer rausholen, hä? Damit die beiden sich anziehen können? Wäre wohl besser. Bis gleich. Ja, Ja. bis später. Und? Wie findest du meinen Vater? Einen kräftigen Händedruck hat er. Die Retourenliste für den Futterlieferanten ist gleich fertig. Stimmt das? Man heiratet eine Familie? Bitte? Marlenes Eltern sind angekommen. Oh, geht der Schritt schon los? Warum hat Dana mich nicht wenigstens vorgewarnt? Sie weiß doch, wie ihre Eltern drauf sind. Ich glaube, Dana wusste selber nicht, dass ihre Eltern kommen wollten. Woher auch? Sie sind einen Tag zu früh dran. Anscheinend steht der Vater auf Überraschung. Dana wird sich freuen. Wo ist sie denn überhaupt? Die Tischkarten von der Druckerei abholen. Trauzeugenarbeit. Mein Gott. Tischkarten, Gästelisten, Sitzordnung, Blumen, Trauzeugen, Schwiegereltern. Braucht man das wirklich alles, um einer Frau zu beweisen, dass man sie liebt? Kalte Füße? Nein, es ist nur... Ach, ich weiß nicht. Es ist einfach nur so, alle zerren und ziehen an einem rum, wollen was von einem und... Ich weiß nicht einmal was. Also ich denke gerne an meine Hochzeit. Ist halt ein besonderer Tag.
Salut, Olivier. Ah, zurück aus Paris. Ja, war ja nur ein Kurztrip. Sag nichts. Ich weiß schon Bescheid. Helena macht eine Riesenwelle. Dabei ist sie selber schuld. Du bist einfach in die Stadt der Liebe abgehauen, ohne dich vorher zu verabschieden. Sie wollte nicht mit. Andi, ich bin nicht sauer auf dich, ich nicht. Kaffee. Dann guck auch nicht so, als wärst du auf ihrer Seite. Helena wollte einfach nicht, dass du so viel Kohle für sie ausgibst. Warum zerbricht sie sich eigentlich ständig meinen Kopf? Ist doch wohl meine Sache, wofür ich mein Geld ausgebe. Was? Wenn Christian dich fragt, ob du mit nach New York willst, dann fragst du ihn doch auch nicht, warum und wieso. Hi. Hi. Also wenn du jetzt meinst, dass ich mich bei dir entschuldige, dann... Nicht nötig. Nicht? Nein, eigentlich war es ganz gut, dass du in Paris warst. Ach, tatsächlich? So hatte ich wenigstens Zeit, einmal über unsere Beziehung nachzudenken. Was soll das heißen? Du bist eher denken und ich bin handeln. Meinst du, ich kann nicht denken? Nein, das heißt, dass du eher praktisch veranlagt bist und ich... Ja, ist schon klar. Du kannst nicht mal eine Glühbirne auswechseln, ohne dabei einen Stromschlag zu kriegen. Hör mal, ich kann sehr wohl mit Werkzeug umgehen. Aber das wollte ich jetzt gar nicht erklären. Sondern? Du entscheidest spontan, was du tun willst. Und ich plane unsere Zukunft. Das ist Quatsch. Wer ist denn bei Nacht und Nebel nach Paris abgehauen? Wer hat dich denn gefragt, ob du mitkommen willst? Du bist doch wohl kaum hier geblieben, weil du die ersten Reiseführer kaufen wolltest. Nein, sondern weil ich mein Leben eben anders angehe als du. Aber das versuche ich dir hier gerade zu erklären. Gut, ist das jetzt alles, was dabei rauskommt, wenn du über uns nachdenkst? Ich gehe eben analytisch an solche Sachen ran und dabei ist mir klar geworden, wo unsere Schwierigkeiten liegen und vor allem, wie wir etwas dagegen tun können. Was soll denn dann dieses blöde Brettspiel, verdammt? Das versuche ich dir doch die ganze Zeit zu erklären. Also, du bist spontan und ich bin... Ich weiß, was ich bin. Ich weiß auch, was du bist. Dafür brauche ich nicht so eine Kinderkacke. Das nennt man gemeinsame Visualisierung eines Problemfelds. Das ist didaktisch fundiert. Ich bin doch nicht dein blöder Nachhilfeschüler. Warum willst du mir eigentlich immer erklären, wie das Leben funktioniert? Das war so gar nicht gemeint. Nein, wie denn dann? Wünschen der Herr noch ein wenig Kaffee? Ja, danke. Und nehmen Sie Justus bloß nicht die Kanne ab, dann wird er ungemütlich. So. Das hast du ja auch schon mal versucht. Ja, und seitdem weiß ich, wovon ich spreche. Machen Sie ruhig voll. Oh, pardon. Ja, dann seid ihr ja heute Morgen richtig früh los, oder? Ja, ich habe drüber nachgedacht, die Bahn zu nehmen. Aber du kennst ja deinen Vater. Ja. Das nächste Mal schicken wir Ihnen unsere Limousine. Ach, lassen Sie mal, also ich fahre gerne selbst von A nach B. Da weiß man wenigstens, dass man ankommt. Das geht mir ganz genauso. Nur möchte bei dir keiner Beifahrer sein. Mein Bruder Tristan. Die Eltern von Dana und Marlene. Freut mich, Frau Wolf. Ich auch. Herzlich willkommen. Thomas Wolf. Tag. Ach, Herr Wolf, wo arbeiten Sie eigentlich zurzeit? Ich verwalte den Nutzwald der Dresel-Buck-Holz AG in Offenburg. Ah, ja. Wir haben seit einigen Monaten auch eine Holzwirtschaft. Ich würde gerne Ihre Meinung hören. Vielleicht machen wir nachher ein paar Schritte. Ja, gern. Also dieses Omelett, das ist wirklich ein Gedicht. Das sind die Trüffel. Ja, ich mochte das Zeug noch nie. Schmeckt irgendwie muffig. Also mir reicht's eigentlich auch nur mit Speck. Ja, na, da war einen guten. Schlimm? Alles bestens. Und wie findest du Hagen? Er hat einen ganz ordentlichen Händedruck. Im Gegensatz zu seinem Bruder. Ich wusste, du wirst ihn mögen. Die Familie mag ich ja auch. Sind alle ganz nett. Kaum zu glauben, dass Marlene so nette Eltern hat. Findest du nicht? Ehrlich, gerade raus. Menschen nach deinem Geschmack, oder? Ich
Ich habe keine Probleme mit ihnen. Wieso, was soll das heißen? Naja, ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis wir mit ihnen warm werden. Vielleicht wird es schneller gehen, wenn du auf sie zugehst. Am liebsten hättest du es doch, wenn alle deine Töchter ehrliche Förster heiraten, oder? Darum geht's doch gar nicht. Echte Kerle, die einen anständigen Beruf haben, mit dem sie deine Tochter und ihre Familie ernähren können. Müssen ja nicht alle gut mit der Motorsäge können. Ach, es hätte ja auch schlimmer kommen können. Stell dir vor, unsere Dane hätte sich für diesen Dandy Tristan entschieden. Gnädige Frau. Herr Wolf, wenn Sie so freundlich wären, mir kurzweilig Ihre Wagenschlüssel zu überlassen. Was? Damit der Chauffeur Ihr Auto parken kann. Nee, lassen Sie mal. Sagen Sie mir, wo ich das Auto parken kann, dann mache ich das lieber selbst. Kommen Sie. Ach, warten Sie mal. Darf ich mal? So, mal Schatz, hier. Da doch was so ein Butler, oder? Wäre es dir denn lieber, wenn er eine Adlige heiratet oder eine reiche Industriellentochter? Komm, du weißt, dass ich darauf keinen Wert lege, obwohl es einiges einfacher macht. Ja, ja, ich weiß, du sprichst aus Erfahrung. Obwohl der Hintergrund einer Ehe nicht so entscheidend ist, sondern dass man ein gemeinsames Ziel hat. Na, mein Schneckchen? Oh, ich dachte, ihr kommt erst morgen an. Hey, meine Süße, na? Gut siehst du aus. Wir dachten, wir überraschen euch mal. Dann sehen wir gleich, was ihr so alles vor uns verheimlicht. Wie früher? Warum habt ihr denn nichts gesagt? Ich habe ja den Tag doch freigenommen. Na, mach dir mal keine Sorgen. Wir wissen schon, was mit uns anzufangen. Ja? Müsst ihr denn hier auf dem Schloss wohnen? Also ihr seid zwei Luxusmuffel, ja. Ich lasse mich für mein Leben gern mal ein bisschen verwöhnen. Aber dein Vater möchte ja jetzt schon zurück nach Offenburg. In seine beschauliche kleine Waldsiedlung. Na und? Ich bin ja auch gerade ausgezogen. Ja? Also ich gehe mal meinen Koffer auspacken. Wenn das nicht schon jemand für dich erledigt hat. Du, das kann gut sein. Wenn du nicht aufpasst, dann bügeln die HM sogar die Strümpfe. Echt? Ist das ein Laden, was? Ja. So. Na du? Jetzt will ich mal die Wahrheit hören. Setz dich mal. Welche? Wie findest du diesen Hagen? Ganz ehrlich. Papa. Ist nett. Nett. Wie nett? Nett ist auch der Hund von meinen Nachbarn. Ist er ein Schnösel? Nein, überhaupt nicht. Nicht? Wie passt er denn dann zu Marlene? Ich weiß nicht. Hagen ist total witzig, unangepasst, ziemlich gerade heraus. Und man kann sich mit ihm streiten, ohne dass er gleich beleidigt ist. Und als Chef steht er voll hinter seinen Leuten. Und die Hauptsache ist, er liebt Marlene. Oh ja. Aber davon will ich mich erst mal selbst überzeugen. Ist klar. Okay. Die Frauen haben sie alle in der Tasche. Aber warum wollen Sie meine Tochter heiraten? Ich nehme mal an, ein schlichtes, weil ich sie liebe, reicht da nicht aus. Das habe ich mir gedacht. Was soll das? Tragen Sie sowas immer mit sich rum? Der ist nicht echt. Den habe ich heute Morgen von einem alten Freund zur Hochzeit geschenkt bekommen. Ah, kleiner Branchenscherz, was? Dieser Freund heißt Jack Francis. Und vor langer Zeit habe ich ihm diesen Stein verkauft. In einer Notsituation. Ich stand bei einigen Leuten ziemlich tief in der Schuld. Mhm. Da frage ich mal lieber nicht genau nach. Ich hatte zu hoch gepokert. Bin zu viel Risiko gegangen. Aber der Schwindel ist aufgeflogen. Und hat dieser Francis Sie hochgehen lassen? Er hat mir geholfen. Und seitdem sind wir Freunde. Ja, nette Geschichte. Aber was hat das mit meiner Frage zu tun? Mein Leben war ein einziges Abenteuer. Ich wusste morgens nicht, wo ich abends lande. Ob ich Erfolg habe oder auf die Schnauze falle. Scheint aber so, als ob Ihnen das gefallen hat. Weil ich mich nie getraut habe, für jemanden da zu sein. Mich zu kümmern. Verantwortung zu übernehmen.
bis ich Marlene getroffen habe. Reicht das? Und dann sage ich zu ihr, hältst du mich für blöd? Und weißt du, was sie antwortet? Das stimmt so nicht. Verstehst du? Es stimmt eigentlich schon, nur sie hätte es gerne vornehmer ausgedrückt. Irgendwie, Andi, du bist Intelligenzallergiker oder so. Das ist doch halber, oder? Ich will mit dieser Frau nicht an einem Tresen stehen. 2 Champagner. Und? Sofort, bitte. Soll es jetzt bei euch weitergehen? Keine Ahnung. Aber bei euch läuft wenigstens alles rund, ja? Ja, schon. Außer, dass wir Lilly vermissen. Ich sollte vielleicht auch Männer lieben. Das macht es alles einfacher. Vergiss es. Aber das mit dem Kind, das haben wir jetzt geklärt. Und da bin ich auch froh drüber, denn ich hasse es, mich mit Olli zu streiten. Und? Vermisst du was? Ich meine, das Leben auf dem Schloss ist bestimmt anders, als um die Welt zu chatten. Es ist so wie mit dem Hemdkragen. Man möchte die ganze Zeit den obersten Knopf aufmachen. Ist offen. Wow, ist der elegant. Haben Sie den entworfen? Nein, von mir ist nur das Hochzeitskleid. Von wegen nur. Tragen Sie den auf der Hochzeit, Hagen? Ja, wenn ich nicht vorher erstickt bin. Sie klingen wie mein Mann. Es freut mich übrigens, dass Sie das Verhör überlebt haben. Knapp. Aber ich würde meiner Tochter auch nicht jeden dahergelaufenen Weltenbummler andrehen. Aber Sie haben ja eindeutig Prioritäten gesetzt. Und ich denke, nur das zählt. Hände an die Hosennaht, keiner bewegt sich. Das ist eine Entführung und du bist das Opfer. Seid ihr verrückt? Wir sind gerade bei der Anprobe. Hat sich doch gelohnt. Sitzpass wackelt unter Luft. Was? Nein, er geht nicht in diesem Anzug raus. Junggesellenabschied zu dritt. Ist das nicht ein bisschen albern? Ist doch nicht unsere Schuld, dass deine alten Freunde über den halben Globus verteilt sind. Genauso wenig wie es unsere Schuld ist, dass Sebastian sich geweigert hat, mitzukommen und lieber die beleidigte Leberwurst spielt, wenn sein, ich zitiere, charakterloser Bruder auf seine Hochzeit anstößt. Cheers. So, jetzt erklärt mir das noch mal einer. Gibt es irgendeinen vernünftigen Grund zu heiraten? Noch eine Runde. Möchten Sie etwas mit uns trinken? Diese Frau ist die schwarze Pfütze im Herzen der Finsternis. Klingt großartig. Aber das hier ist eine Männersache. Da springen höchstens Frauen aus einer Torte. Zeig mir die Torte und ich bin dabei. Wow. Zweisamkeit, das lebenslänglich. Kann es was Schöneres geben? Kaum ist man verheiratet, macht man nichts mehr alleine. Okay, Jungs, worauf trinken wir? Auf den Weltfrieden. Den hatten wir doch schon. Komme jetzt nicht mit Freundschaft, Reichtum, Sex und Freundschaft. Prost. Prost. Das nehme ich beim Wort. Apropos, wo hast du eigentlich Old Olli gelassen? Der war müde und ist nach oben. Streit? Prost, Andi. So, Jungs, das war's für mich. Dem schließe ich mich an. Na, ihr wollt's heute ja wissen. Ach komm, einer geht noch. Oh. Dann mal los. Schließlich sind wir ja nicht zum Spaß hier. Hey. Kennst du das? Du bist vollkommen überzeugt davon, dass du in die richtige Richtung reitest.
Du sagst dir immer wieder, das ist genau das, was du willst. Und dann plötzlich... Fällt das Pferd tot um. Ich fühle mich echt beschissen. Ich werde diese verdammten Zweifel nicht los. Vermutlich geht dir einfach das Ganze drumherum auf die Nerven. Ich meine, dieses Riesenfest. Die Kirche, die Gäste, das Protokoll und so. Dabei geht es einfach nur um zwei Menschen, die sich lieben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mich besser verstehst als Marlene. You could pawn it off. You could learn to crawl where you used to walk. And Ich bin so ein Idiot. only burning than it is. You could tell a tale. You could sell it off. You could find a grave made of cinder block. And Ich habe im Leben noch nie einer Versuchung widerstanden. Sonst wären mir viele Chancen entgangen. only burning than it is. Ich habe mir immer gesagt, mach schon, du weißt nicht, wann die Gelegenheit wiederkommt. Aber es gibt durchaus Situationen, wo man lieber ausweichen sollte, als alles auf Risiko zu setzen. Denn es hängt eine Menge davon ab. Und wenn man nicht aufpasst, endet es in einer Katastrophe.